glaube, der wird auch der Lipstick-Killer genannt. Ich glaube, das ist einem wahren Fall nachempfunden, weil irgendwie gibt es den Lipstick-Killer auch im Real Life. Hi meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu LA Noire. Wir haben in der letzten Folge den Bischof verhaftet, beziehungsweise wir haben versucht, ihn zu verhaften, und da wurden wir ja leider von so Schlägertypen angegriffen. Ja, jetzt hat uns irgend so ein Heini von Tatort abgeholt und will uns einen Drink spendieren, und das gucken wir uns jetzt mal an. Bis denn, bis gleich, meine ich. This is Phelps, Leroy. Be nice to him. You'll like this place. They treat you right. You like a table, Roy? What do you think we want to do? Stand at the bar like I'll chumps? get a table ready for you then. Don't look so happy to see me, Alphonse. I might get the wrong impression. Cole, this is Alphonse. He's a French Negro from Africa. Can you beat that? The Congo. A pleasure to meet you, Alphonse. Is Elsa singing tonight? Yes, she is. She has the next set. Come on, Cole. You can meet Elsa while they're fixing us a table. You'll like her. She's something else. Maybe another night, Roy. She's pretty beat up about Get your hands off me. Don't ever tell me what to do or what not to do, Alphonse. You got a nice club here. Don't spoil it. If you will follow me, detectives. Just through the door. Was my only real friend, Harlan. We went through it all. Do you realize what he meant to me? Of course I do. You have no idea. You said it was construction work. It was an industrial accident, Elsa. How can I be held responsible? Elsa, are you going on? Louis, for God's sake, he was my best friend. The only man who ever loved me without putting his hands on me. Hi, Elsa. Here's someone I'd like you to meet. Cole Phelps, war hero and crime fighter extraordinaire. And why would I want to meet another fascist from the LAPD? Sorry about this, Cole. What an evening I'm having. First a Negro puts his hands on me, and then this. Who do you think you're talking to, you German junkie whore? Don't you ever forget your place with me again. Do you hear me? Evening, Doc. How's business? Sanguine. Louis, help me here. I'm gonna have to give her something before her performance. Blow it off, Cole. These artsy-fartsy types always get a little flighty. Meet Dr. Harlan Fontaine, doctor to the stars. Mr. Fix-It to the mental wreckage of Hollywood. So what about that drink, boys? So, da ist unser Fallbericht. Gefunden Hinweise 16 von 18, Fragen richtig 9 von 15. Das ist ja auch gut. Oh, Verletzungen. Aber $50. Oh Mann. Immerhin 3 Sterne. Ich habe es diesmal auch selber gesehen. Verdienstvoll. Six months later. Der Lippenstiftmörder. Oh, das klingt interessant. Jetzt sind wir anscheinend beim Morddezernat. Ich glaube, der wird auch der Lipstick-Killer genannt. Ich glaube, das ist einem wahren Fall nachempfunden, weil irgendwie gibt es den Lipstick-Killer auch im Real Life. All right, gentlemen, take your seats. Let's get this over before lunch. Clyde Rose of the Homicide Squad has decided to take early retirement. We will all miss Floyd and the steely edge he brought to his police work. The department has arranged a wee drink at the Galway Arms to quench the mighty thirst a man gets from 25 years of police work. Floyd's departure leaves the place at the top table, and the chief has seen fit to promote Cole Phelps from burglary to the homicide desk. Stand up, Phelps. Take a chair.
You're in the major leagues now, Sonny. Rusty Galloway, a fine lawman of the old school, will be taking you under his wing. Your first case is the murder of a woman, found last night and bearing all the signs of the werewolf. Get out to the scene, lads. Ah. Schaltest du Straßen von LA frei, wo du durch die Stadt patrouillieren und Verbrechen übernehmen kannst. Hierzu bietet jede Abteilung Verbrechen. Okay. Dann machen wir mal weiter. Fahren wir mal zum Tatort. Das interessiert mich jetzt. Jetzt haben wir ja einen neuen Partner. Der eigentlich... Ja, okay, jetzt wartet er. Ich wollte gerade sagen. It's been all over KGPL. It's off Temple Street, between Belmont and Glendale. Mal sehen, ob der genauso cool drauf ist wie der Bukowski. Wir lassen unseren Partner mal fahren. Der steigt schon ein. You can drive. What happened to Rose? Parker wants the chief's job. Word is it's either going to be him or Thad Green. So they're both clearing the decks. So where does that leave you, Galloway? Leaves me saddled with a chump like you, Phelps. I didn't ask for you and I don't want you, so keep it to yourself. See if you can learn something about seeing how a real cop operates. What did he mean by the werewolf? The Dahlia. The Daily News came out calling him the werewolf killer. The Examiner came up with the Black Dahlia. You any closer to catching him? Not a chance. 6 months and hundreds of guys running down leads and we got nothing. You don't think this has anything to do with it? No, I don't. 90% of murders are domestic, Phelps. Some guy can beef with his wife, he takes it too far. This will be the same. But cutting someone in half and leaving them off the sidewalk, that's a one-off. Why so many women this year? Because of the war. You should know that. Guy gets to kill people every day in combat. Comes home, he's expected to take lip from his wife. What do you think's gonna happen? It's that simple. Like I said, most of the time it is. Wo es wirklich nach dem wahren Fall nachempfinden, die Black Dahlia, ja, die wurde ja in der Zeit ermordet und der Fall wurde, glaube ich, nie aufgeklärt, soweit ich weiß. Und ihr könnt ja gerne mal googeln nach nach The Lipstick Killer oder nach Black Dahlia und dann findet ihr ein paar Informationen. Another tramp, another message. Is the werewolf back in business, boys? Do you have a mother, asshole? A sister? How about showing some respect for this poor woman? Let us do our job, and Detective Galloway will give you a statement later. He's good, Rusty. He even sounds genuine. That's Phelps, guys. The war hero. Defending the honor of murdered humps. You're used to it, Phelps. Moving along, guys. You got your pictures, you got your headlines. Now scram. Wie die Geier. So, dann gucken wir uns mal den Tatort an. Oh, brutal. Schleifspuren. Gehen wir mal hin. Patrolman, this your beat? Yes, sir. Well, part of it. Kids park here, they use it like a lover's lane. It's a working neighborhood. Some trouble, but nothing like this. It's known locally as the Moors. You were first on the scene? Yes, detective. No one's disturbed the body? No, sir. We cleared out them vulture reporters so Pinker and the coroner could work. They're waiting to talk to you. Go house to house and see what you come up with. Genau, fragt man nach Zeugen, das wäre natürlich schlau. Jetzt gucken wir uns erstmal die Leiche an. Obwohl hier die Fußabdrücke, da trampeln wir eigentlich drüber. Ich glaube, sollte man lieber nicht machen. Hier wurde schon ein Fußabdruck genommen. Aber ich will den mir auch angucken. What can you tell me about the shoe prints? Men's size 8s. Pinker lifted impression compare back at the lab. So, die Autospur wäre ja auch interessant, aber ich glaube, die kann man nicht anklicken. So, können wir die Blutspuren anklicken? Weil irgendwie ist hier nichts markiert. Anscheinend nicht. Dann gehen wir mal zur Leiche. Cause of death? Could be the head injuries. She has been badly stalked. The cuts look superficial. I'll know for sure in an hour.
Okay, gucken wir mal an ihr Gesicht. Die sieht übel zugerichtet aus. Die ist nackig. Wir müssen die wahrscheinlich zensieren. Mal sehen, wie ich das mache. Oh ja, sieht wirklich übel aus. Could be anything from a baseball bat to a lug wrench. I'll have more details after the autopsy. Gucken noch die andere Seite. Okay, hier ist nichts mehr. Die Schrift. Ach nee, ihre Hand, okay, sie hat nichts drin. Haben wir bis jetzt noch keinen 1. Mai? Hab das ja einer was in der Hand hielt, glaube ich, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Schon so eine Weile her. Hier, das war ein gebrochener Finger. Something removed, a ring most likely. I assume it was taken post-mortem. Okay, der hat es auch beklaut, der Mörder. Fingernägel sind auch irgendwie abgebrochen, so wie es aussieht. Wir müssen uns noch den Bauch angucken. Fick dich, BD-Text. Interesting. Mehr aber auch nicht anscheinend. So. What's the writing on the victim mean? BD, Black Dahlia, Tex. Your guess is as good as mine. Could be something to it, or it could be the killer's trying to throw you off the scent. Either way, I'll run tests on the lipstick. Any idea of the time of death? From the temperature, I'd say after midnight. I'll confirm with you later. Okay, das ist also nicht die Black Dahlia, sondern nachempfunden und die denken, das ist ja selber Täter. Jetzt gucken wir mal hier, was hier liegt. Ich glaube, ihre Handtasche. The victim's bag? Und ein Lippenstift. Kann der uns was sagen? Looks brand new. Can't be the one used on the body. Nee, kann es nicht sagen. Der wurde da reingetan, wahrscheinlich vom Täter. Hat liegt da ein Spiegel oder eine Bürste? Eine Bürste. Die kann uns anscheinend nichts sagen. Gehen wir mal weiter. Hier war irgendwo noch was. Da hinten. Was ist das? Ein Globus. Puzzle or parlor game. Okay, wenn wir mal weiter untersuchen. Jetzt muss ich noch puzzeln. Lass mal gucken. Lass mal zurechtfinden. Okay, es ist eingerastet. Hat gerade geklackt. Oder auch nicht. Drehen wir mal weiter. Vielleicht kommt da noch irgendwas. Nein, dreh doch mal weiter. Jetzt ist eingerastet. Das ist also die Mitte ist doch falsch. Jetzt aber. Mal sehen, was da drin ist. Jetzt bin ich aber gespannt. Ein Feuerzeug. Eigentum vom Bamba-Club. Why steal a table lighter? Ist aber ein kompliziertes Feuerzeug. Da muss man erstmal das zusammenführen, damit man öffnen kann. Und wollte eigentlich noch den Gerichtsmediziner fragen. Okay, das geht nicht. Haben wir jetzt alles angeguckt? Weil er hat da im Busch noch was geguckt. Ein Streichholzschächtelchen. Okay, ist unwichtig. Na toll, dann was daneben. Ach so, hilft auch nicht weiter. Das war nur wahrscheinlich so. Irgendwas zum Anklicken. Hauptsache doof halt. Was haben wir denn noch hier schon? Ist nichts mehr. Was ist hier auf dem Boden?
Lauter Zigarettenkippen, hat den Boden als Aschenbecher benutzt. Okay, dann fahren wir mal zum Black Mamba. Ich glaube, wir haben nämlich alles untersucht. Hoffentlich kommt unser Partner hinterher. Also ich sehe ihn nicht. Ach, der sitzt schon drinne. Ach, auch nicht schlecht. You know the way. You can drive. Na, fahren wir mal zum Club. Bin ich ja gespannt. The werewolf? For my money, a copycat. We can't rule it out. We need to work the evidence. You'd love that, wouldn't you? A big head to hang on your wall. Caller of the decade. I've been working evidence for a BD case for 6 months and got nicked. There's a difference, Rusty. Oh, yeah? I just started working it today. Okay, oddshot. What's more likely? The werewolf comes back around, leaving us unknown in a corpse? He clearly has a thing for power. Power over women. Why not power over the police department as well? Let me finish, Phelps. A guy opens his mouth again after 6 months of stewing. Or some opportunist who's been reading about the BD figures, he'll rip off the MO and get himself a freebie. That's not totally fantastical. You know, the Examiner and the Daily News might be good at coming up with monikers, but they're terrible for police work. There's a reason we didn't get the son of a bitch after the short murder. It was them, locusts. Where do you think the werewolf killer is now? Dead by his own hand, stationed somewhere else with the armed forces. San Quentin, another town, another country, who knows? So Phelps, I understand you want to turn this into a big case, but it doesn't work like that, all right? A case will come and find you. You can't make it something it ain't, understand? So you don't think the werewolf has continued to operate in the Los Angeles area? No chance. You would have found it. Sehr optimistisch ist sein Partner, muss man sagen. Also ich glaube auch nicht, dass dass es ein Trittbrettfahrer ist, sondern dass es derselbe, obwohl der Lippenstift ist ja reingetan worden, obwohl das hat er mit der Black Dahlia auch, glaube ich, gemacht. Ja, jetzt sind wir beim Bamba Club. Und ich denke mal, wir machen in der nächsten Folge weiter, wenn es dann heißt, den Bamba Club zu untersuchen. Kann ich Escape drücken, auch nicht schlecht. Irgendwie jetzt so. Wenn euch die Folge wieder gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, lasst einen Kommentar natürlich da, das wäre auch schön, da würde ich mich sehr drüber freuen. Ihr könnt ja mal selber fachsimpeln, wenn ihr das Spiel noch nicht selber gespielt habt. Wenn das schon selber gespielt habt, dann wäre es schön, wenn ihr nicht spoilern würdet, das würde mich freuen, weil ich will das alles selber erleben. Bis zum nächsten Mal, eure Sandy, ciao.